Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect in der Legendary Edition. Wir gehen jetzt mal in Richtung Rat. Beziehungsweise, ja, Schnelltransport. Ich gehe mal zum Turm. Ich glaube, das ist am besten. Ah, nee, das ist das Präsidium. Ist der Turm im Präsidium? Wegbeschreibung. Der Zitadelturm ist Tagungsort des... Weiter hinten rechts. Nein, der will, dass wir damit reisen. Dann ist das das Präsidium und dann ist das nichts zum Laufen. Ja, okay. Zitadelturm. Merkt man, dass ich das insgesamt länger nicht gespielt habe? Ja, ich glaube ja. Ich habe tatsächlich Dinge vergessen. Also, es ist kein Blind-Let's Play, aber ne, manche Sachen, Details habe ich dann vielleicht nicht mehr ganz auf dem Schirm, wie wo, was hier auf der Citadel ist. Also in welchem Bezirk oder Bereich das ist. Na, guck mal, wer da ist. Mit Executive Palin haben wir doch gerade noch gequatscht. Saren's hiding something. Give me more time. Stall them. Stall the council? Don't be ridiculous. Your investigation is over, Garrus. Commander Shepard, Garrus Vicarian. I was the officer in charge of the C-Sec investigation into Saren. Sie haben es vergeigt. Finde ich total Quatsch. Wir wissen ja gar nicht, wie die Ermittlung oder wie die Untersuchung läuft oder ausgeht. Auch wenn wir jetzt gerade vom Gespräch her ableiten können, dass der Rat halt einfach keinen Bock hat, irgendwie Beweise anzuerkennen. Aber machen wir mal hier, sie mögen Saren nicht. Sounds like you really want to bring him down. I don't trust him. Something about him rubs me the wrong way. But he's a Spectre. Everything he touches is classified. I can't find any hard evidence. I think the council's ready for us, Commander. Good luck, Shepard. Maybe they'll listen to you. Glauben wir das? Wir reden hier vom Rat. Ja. Nein, ich habe keine hohe Meinung vom Rat. Das ist tatsächlich so. Don't be ridiculous. The Volus won't be joining the council for years. I'm not so sure. The humans are making a strong push. Wir gucken uns hier dann später mal um, aber jetzt machen wir mal stringent die Hauptstory The hearing's already weiter. started. Come on. The Geth attack is a matter of some concern, but there is nothing to indicate Saren was involved in any way. The investigation by Citadel Security turned up no evidence to support your charge of treason. An eyewitness saw him kill Nihilus in cold blood. We've read the Eden Prime reports, Ambassador. The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihilus was a fellow Spectre and a friend. That just let you catch him off guard. Captain Anderson, you always seem to be involved when humanity makes false charges against me. And this must be your protege, Commander Shepard. The one who let the beacon get destroyed. The mission to Eden Prime was top secret. The only way you could know about the beacon was if you were there. With Nihilus gone, his files passed on to me. I read the Eden Prime report. I was unimpressed. But what can you expect from a human? Saren despises humanity. That's why he attacked Eden Prime. Your species needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the Council. You're not even ready to join the Spectres. He has no right to say that. That's not his decision. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor, and mine. Sie arroganter Blödmann. Oh, das ist aber eine böse Beschimpfung. Nein, ich werde jetzt mal neutral machen. Ich finde Beweise. Finde ich besser als... You can't hide behind the Council forever. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard?
Wozu? Ja, in dem Moment, ich glaube, ich lasse ihn mal ein bisschen, ich lasse mal kurz so ein bisschen ihn ärgerlich sein. You've made your decision. I won't waste my breath. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred from the Spectres is denied. I'm glad to see justice was served. This meeting is adjourned. It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. I know Saren. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Ja, woher kennen Sie Saren, ist eine gute Frage. Tell me about this history between you and Saren. I worked with him on a mission a long time ago. Things went bad. Real bad. We shouldn't talk about this here. But I know what he's like. And he has to be stopped. Genau. Und jetzt? Der Rat hilft. Oh, und jetzt? What's our next step? As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that CSEC investigator? We saw him arguing with the executor. That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something on Saren. Das stimmt. Ich rede mit ihm. Any idea where we could find him? I have a contact in CSEC who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that loser. You won't have to. I don't want the Council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this. Mir gefällt das nicht. You can't just cut Captain Anderson out of this investigation. The ambassador's right. I need to step aside. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. Harkin's probably getting drunk at Cora's Den. It's a dingy little club in the lower section of the wards. Maybe there's another way to find evidence against Saren. You should talk to Barla Vaughn over in the financial district. Rumor has it he's an agent for the Shadow Broker. The Shadow Broker? An information dealer. Buys and sells secrets to the highest bidder. I've heard Barla Vaughn's one of the top representatives. He might know something about Saren, but his information won't come cheap. Okay, wir lassen nicht locker. Sie und Saren? You and Saren have a history. What happened? About 20 years ago, I was part of a mission in the Skillian Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat. Saren eliminated his target, but a lot of people died along the way, innocent people. And the official records just covered it all up. But I saw how he operates. No conscience, no hesitation. He'd kill 1,000 innocent civilians to end a war without a second thought. Diese Option, ich auch. Nein, wer ist ein Monster? Killing innocents doesn't end wars, it causes them. I know how the world works, Commander. Sometimes you're forced to make unpleasant decisions. But only if there's no other way. Saren doesn't even look for another option. He's twisted, broken. He likes the violence, the killing. And he knows how to cover his tracks. Okay, dann fragen wir ihn mal hier alles. Ja, der Shadow Broker, da könnte er ja, da scheint er ja einiges drüber zu wissen. Tell me more about the Shadow Broker. He's a necessary evil of galactic politics. Buying and selling information is a part of the game. And the Shadow Broker just happens to be the best player on the field. Always sells to the highest bidder. Doesn't get involved in politics, doesn't pick sides. A simple system, but it works. He's not a threat to anyone, not directly. He's just a resource we can use, or she is. Or maybe they are. Nobody really knows. Ja. Barla Vaughn? Tell me about Barla Vaughn. He specializes in moving large sums of money without leaving a paper trail. A financial genius, doesn't do anything illegal, but he knows all the loopholes. He's got an impressive client list. Ambassadors, diplomats, specters. That's probably why the Shadow Broker uses him.
I want to know more about the Spectres. They're not your typical government agency. They tend to work alone, behind the scenes. They take care of problems the Council can't. It's not easy preserving peace across an entire galaxy. The Council prefers to use diplomacy and negotiation. But sometimes more extreme measures are needed. Ah, das sind so wahnsinnig viele Optionen. Okay, ist das alles legal? They sound like shadow operatives. Everything about them is classified. We don't even know how many there are. The latest Alliance estimate puts their numbers under 100. But the Council couldn't do its job without them. They're the Citadel's top agents, the last line of defense, the final option before open war. The entire galaxy respects and fears them. If a Spectre shows up, you know something big is about to happen. How do they decide who becomes a Spectre? You can't just apply to join. There's no training program. Spectres aren't made. They're born. The Council's always looking for exceptional individuals. People who can get the job done, like you. They've been watching you for years. They see something in you. They want you on their side. Nihilus was supposed to give them a final recommendation, but with him gone, things are still up in the air. What's their command structure like? There is no command structure. Each Spectre answers directly to the Council. Sometimes they're sent on specific missions. Other times, they act on their own. They tend to operate outside the law, do whatever it takes to accomplish their goals. The Council just turns a blind eye. Spectres have a lot of power, Shepard. What happens when a Spectre goes rogue, like Saren? It doesn't happen often. The Council is careful when they select their candidates. But when something does go wrong, there's usually only one solution. Send another Spectre to bring the rogue agent down. Jo, das ist irgendwie der Doppel-Null-Agenten bei James Bond. So, noch über Harkin. You don't think much of Harkin. The guy joined CSEC about 20 years ago. He's been an embarrassment to our species ever since. Roughing up suspects in custody, bribery accusations, alcohol and drug use. The embassy used to step in when he got in trouble. But I guess enough was enough. The guy's a scumbag. He should have been cut loose a long time ago. He was one of the first human CSEC officers. Guess it would have looked bad if he got fired. A lot of backroom deals were worked out over the years to keep him on the force. Politics is a dirty business sometimes, but it looks like his time's run out. We've got enough humans in CSEC now to stop protecting him. I thought this embassy was supposed to help humans. Harkin may be human, but he's also an ass. He's had more than his share of chances. If the embassy wasn't protecting him, he would have been fired 15 years ago. CSEC is better off without him. Okay. Our ambassador doesn't seem to get along with the Council. He's just frustrated. The Council's always preaching that we need to be part of the galactic community. But for them, it's a one-way street. They want us to expand and settle unstable regions like the Skillian Verge and the Attican Traverse. But when we run into trouble, they don't want to help us out. Everyone knows it's only a matter of time until we get a seat on the Council. The ambassador just thinks it should happen sooner rather than later. And I agree. Maybe they'd let us join the Council if we were more willing to cooperate with the other species. Of course they would. If we did everything they told us to, they'd love to have us on the Council. But it wouldn't be much of a deal for us. I understand their side. They don't want us dominating the Council. It's founded on cooperation and alliances. But we have to look out for our own interests too. Who cares if we get a seat on the Council? What's the big deal? If the Council passes a ruling on an interstellar matter, we have to follow it. We don't have the fleets or political allies to defy them. Once we get a seat on the Council, we'll be able to influence those rulings, protect our own interests. No more jumping through hoops whenever we want something. Take this mess we're in now. If humanity had a seat on the Council, we'd just send the Citadel fleet out to take care of Saren and his Geth. Problem solved. Okay, dann würde ich sagen, haben wir alles und sagen mal Tschüss, ne? I should go. Good luck, Shepard. I'll be over in the ambassador's office if you need anything else. Ja, ich habe mal ein Video dazu gesehen, wie oft die Sprecher von Shepard solche Sätze wie I should go oder I must go oder I take my leave eingesprochen haben. Da gab es irgendwie so eine Compilation. Das ist schon ganz lustig. Ich wusste nicht, auf wie viele Arten man das aussprechen kann alles.
Ja. Ja, was? Was ist, Ashley? Was magst du nicht? That guy's up to something. What guy? Na, that guy. What? Oh, no, I wasn't. Never mind. Yes, is there something you want? Ja, du hast da gerade an einem Keeper rumgewurschtelt. Ach, ja. Why are you so interested in the keepers? Keepers? I've got no interest in the keep. Don't get coy. I know what I saw. I'm not so sure I should be talking to you about this. Warum nicht? We're just talking. Is there something wrong with that? No. I guess it wouldn't hurt to tell you. I'm using a small scanner to gather readings on the keepers. So far I've had mixed results. I find it difficult to get near the creatures. Why were you being so secretive about it, though? Well, technically we're not supposed to disturb the keepers. I don't really think my scanning disturbs them, but the authorities might disagree. I'd like to do it more openly, but it's not really worth getting arrested over. Okay, ich finde das interessant, aber ich möchte helfen, das ist eine komische Formulierung. Aber ich finde es spannend. I could help you out. I'm not worried about the authorities. I don't even know who you are. I'm Commander Shepard, with the Alliance military. Well, I suppose I could use the help. You'll need this. It's the scanning device I developed. Activate it each time you see a keeper. All collected data will automatically upload to my database. I'll even send a few credits your way for each unique scan. What are you doing with the data once you've scanned it? Trying to learn whatever I can about the keepers. We see them working everywhere, yet we know so little about them. I'm a scientist. I want to know what makes them tick. I should get going then. Yes, I have much work myself. So long, and good luck with the scanning. Ja, oh, es hat für ein Level abgereicht. Yay. Okay, wir fangen mal gleich an. Scannen wir den hier. Also, wir müssen alle Keeper scannen. Das ist... also ich weiß bei vielen, wo die sind, aber längst natürlich nicht bei allen. Allein hier in dem Bereich sind, glaube ich, noch 2 weitere. Die werden nicht auf der Karte irgendwo angezeigt. Man muss wirklich über die stolpern. Ich werde mal gucken, ob ich die im Laufe des Spiels alle während des Durchspielens scannen kann oder ob ich ein paar noch offscreen suchen muss. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal den Level up. So, wir haben 6 Punkte. Das heißt, ich kann hier genau die 3 Punkte jeweils reinpacken, die wir noch brauchen. Dann haben wir das erledigt. Caden bekommt 4. Dem geben wir mal... Wann schalten wir Medizin frei? In 2. Das könnten wir mal machen. Dann gebe ich ihm noch einmal Wächter und einmal werfen. Ashley bekommt... Ach, die Pistole. Wollen wir ihr die überhaupt? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse sie auf Sturmgewehr und... ja. Ich weiß immer noch nicht, ob die Gesundheit stackt oder nicht. Wir nehmen es. Ach, die können wir noch nicht, ne? Kommt hier. Erste Hilfe kommt hier. Wir schalten mal Kampfpanzerung frei weiter. Ich könnte eigentlich... Ich mach mal das hier. Dann hat sie den Adrenalinschub auch. Das ist ganz gut. Ich finde es immer gut, wenn das alle haben, weil dann die Fähigkeiten einfach wieder eingesetzt werden können. Das ist bei manchen, also in manchen schwereren Kämpfen ist es durchaus sinnvoll, deswegen ja, okay. Das klingt gut. Dann gucken wir mal ins Tagebuch. So, hier haben wir noch die Quest, die wir angenommen haben mit dem System. Das kommt erst, wenn wir die Citadel wieder verlassen. Und die Keepers kennen, das läuft einfach mit. Es gibt 20 Keeper, die auf der Citadel verstreut sind. Das sind halt hier die Aufträge. Machen wir mal zu. Missionen haben wir jetzt 2. Naja, eigentlich ist es eine Obermission. Und dann die beiden untergeordneten. Ballavon treffen und mit Haken sprechen. Ja, der Kodex. Das ist jetzt wirklich so ein bisschen schwierig. Also ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich mit dem Kodex mache. Weil der Kodex ist wirklich groß.
Ich würde aber gern das hier... Ich habe schon überlegt, vielleicht mache ich mal eine Codex-Folge. 50.000 years. Ja, okay. Das muss ich nämlich dann mir überlegen, weil es wird auf Englisch vorgelesen. Müssen wir mal schauen, ob ich das dann wirklich in einer Einzelfolge mal mache. Das ist ein bisschen anstrengend sonst. Alles... Also ich muss es nicht vorlesen, weil es eben halt vorgelesen wird. Woran ich mich... Also ich erinnere mich tatsächlich nicht, ob das immer schon so war, muss ich gestehen. Oder ob das jetzt erst in der Legendary Edition der Fall ist. Okay, hier ist kein Keeper, aber ich meine, auf der anderen Seite war ein Keeper. Ziemlich sicher. Oder hier oben war noch einer. Also ich meine, hier irgendwo war noch ein Keeper. Da hinten in der Ecke ist noch einer. Genau. Also wenn ich einen Keeper sehe, scanne ich ihn, wenn ich ihn noch nicht gescannt habe. Die Keeper sind ganz interessant. Die sind halt überall auf der Citadel und man weiß nicht, was sie tun. Avina sagt nur, dass man die Keeper nicht stören soll, wenn man mit ihr über die Keeper spricht. Und niemand kann etwas über die Keeper sagen. Also sie sind ein wenig geheimnisvoll. Natürlich wird sich das später alles klären. Ich glaube, da hinten ist auch noch einer. No, I'm waiting to speak with one of the councilor's assistants. Hm? Ja, mit dem müssen wir auch noch. Aber hier war auch noch ein Keeper, deswegen. Tüdelü. Ja. Das ist wieder mal jemand mit einem Problem, das nur wir lösen können. I just want to ask a couple of questions. Ja, Admiral Kahoku. Rear Commander. Admiral. Oh, wir können nicht. Commander. Ah, wir können gar nicht mehr mit ihm. Ah. Dann kommt das noch. Aber irgendwann kann man mit ihm sprechen, meine ich. Wenn mich jetzt nicht irre. Also ich kenne den Namen. Deswegen... So, ich überlege gerade noch, ob wir erst mit Balavon sprechen. Oder erst mit Harken. Ich glaube, wir sprechen erst mit Balavon. Zum Präsidium. Dieser Fahrstuhl führt hinunter in das Präsidium. Dort finden Sie die Botschaften, den Zitadelturm, das Emporium, die Bank und die Residenz der Konsortin. Hinter sich sehen Sie den Zitadelturm. Der Rat tagt am anderen Ende. Ja. Der Fahrstuhl. I can't believe the council ignored all the evidence against Saren. Saren's one of their best operatives. It's only natural they take his word over ours. Oh, so now we just chase leads while this smug Turian runs around with his Geth troopers. That's politics, Chief. I hate politics. Ja, die Fahrstuhlfahrten sollte man mitnehmen und nicht überspringen, weil die Gespräche durchaus interessant sind. Bug thing over there. What's it doing? Ja, Ashley, du Please do not disturb the keepers. ja, du hast doch gehört, dass das was das tut. Ich habe gerade noch was anderes, was mir eingefallen ist. Wir haben ja so viel Zeug eingesammelt. Ich wollte doch jetzt mal gucken, was wir haben, was besser ist als das, was wir so... Okay, Sturmgewehr. Wir gucken jetzt erstmal, Ashley ist diejenige, die erstmal hauptsächlich ein Sturmgewehr gebraucht. Deswegen geben wir ihr mal die Banshee 2. Die Lancer 1, die wir hier haben, die könnten wir eigentlich mal in Universalgel umwandeln. Weil Universalgel kann man tatsächlich nie genug haben. Das braucht man für viele Dinge. So. Caden kriegt jetzt einfach auch eine Banshee 1. Dann haben wir noch eine Lancer, die wir umwandeln. Und wir haben schon die Banshee 1. Die andere Banshee 1 bewahren wir mal auf. Das sind ja nicht alle Teammitglieder, die wir kriegen, ne? So, dann haben wir hier die Schrot. Wir haben ja schon eine gute. Die Scimitar 2. Die Storm ist, glaube ich, die Standard, ne? Caden hat auch die. Sie hat die Hurricane 1. Ist die Scimitar besser?
Die Scimitar 1 ist besser als die Hurricane 2. Okay. Dann ist die Storm das Ding, was wir in Universalgel umwandeln. Also ich will nicht einfach alles, weil die Frage ist ja... Ja gut, man könnte natürlich sagen... Nee, man kann nicht sagen, was Schrott ist und was nicht. Deswegen... Ich weiß nicht, was der unter Schrott versteht. Das ist jetzt wirklich mein Problem. Darum bin ich mal vorsichtig. So, die Kessler 1 ist, glaube ich, die Standardpistole. Oh, die Stinger und die Striker. Sollen wir Caden die Stinger 2 geben? Er hatte, glaube ich, mehr Pistole, ne? So, ich muss noch mal gerade gucken. Ja, der ist Pistole. Ne, Quatsch, das sind wir. Der hat überhaupt gar keine Waffe. Für ihn ist die Hauptwaffe dann die Pistole. Also die Waffe, mit der er neben seinen biotischen Fähigkeiten kämpft, ist die Pistole. Das heißt, wir geben ihm die bessere Pistole. Das macht Sinn. So. Die Kessler 1 ist die Standardpistole. Die können wir umwandeln. Das weiß ich. Wir haben die Striker 1. Nehmen wir die Edge 1. Präzision ist zwar nicht so gut, aber mehr Schaden. Ashley hat die Kessler 1 und kriegt die Striker 1. Genau, die Kessler 1 ist das. Entschuldigung, die Kessler 1 ist die Standardpistole. Also die Standardwaffen werde ich nach und nach alle in Universalgel umwandeln. Jetzt gucken wir mal gerade, gibt es hier bei der Pistole, wir haben nämlich ganz viel Munitions-Upgrade und weiß ich nicht was. Da gucken wir gerade nochmal in die Schrot rein. Plus 20% Schaden gegen organische Ziele. Macht Reißer und Phasenmunition macht Schildumgehung. Allerdings weniger Schaden. Dann haben wir noch radioaktiv. Das finde ich total gut in der Pistole zum Beispiel. Wir nehmen hier mal die Phasenmunition rein und gucken gerade mal, ob wir... Ne, den Rückstoßdämpfer brauchen wir da nicht drin. Du kriegst allenfalls in der Pistole was. Dem könnten wir einfach mal das geben. Die nächste Zeit werden unsere Ziele in erster Linie organisch sein. Und wir nehmen einfach mal... Reißer 1. Weil ich gehe ja eher auf die Schrot, deswegen... So, dann haben wir jetzt hier noch... Ach ja, Ashley kriegt in ihrem Sturmgewehr auch nochmal was. Dann geben wir ihr das Radioaktive in die... Alles klar. So, dann gucken wir mal gerade hier das Präzisionsgewehr. Jetzt müssen wir wieder gucken. Die Avenger 1 ist, glaube ich, die das Standard-Präzisionsgewehr. Naja, genau. Das lösen wir mal auf. Wir nehmen die... Ja, möchte ich. So, was haben wir denn da drin? Wir hatten da Phasenmunition drin. Ja, okay, passt. Nehmen wir weiterhin da rein. Dann gebe ich ihr mal eine bessere. Aber Caden brauchen wir da eigentlich nichts Besseres geben, weil der nutzt das nicht. Dann haben wir hier, genau, das ist der Schildbonus, das Universalwerkzeug, da haben wir noch nichts. Das ist der Bioverstärker, da haben wir leider auch nichts. Und dann haben wir hier noch Rüstung leicht, da haben wir die Onyx. Die Onyx, nee, was haben wir denn hier? Schildgenerator. Wir nehmen den Schildgenerator. Wir sind niemand, der Schmetterschaden anwendet. So, Ashley kriegt mittelschwer. Das dauert noch ein bisschen, bis die schwere Rüstung benutzen kann. Das ist das Blöde. Welches ist denn die Phönix? Ach, die hässliche. Jetzt habe ich es wieder. Ja.
So, bleiben wir mal bei der Assassin 1. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie diese Fähigkeit, also ob sie sowas überhaupt macht im Nahkampf mit Gegnern. Das weiß ich bei den Begleitern nicht, ob die das auch anwenden oder ob das nur der Hauptcharakter macht. Deswegen lassen wir das mal. Wir haben noch eine schwere, die kann sie halt, wie gesagt, noch nicht tragen. Und wir haben noch einen Granatwerfer. Da haben wir aber auch noch kein Upgrade und da könnten wir aber den Fusionssprengsatz einbauen. Das tun wir mal. Ja, dann haben wir hier halt auch unseren Bioverstärker für unsere biotischen Fähigkeiten, aber auch da, wie gesagt, ist nichts. Was ist denn mit der Onyx? Ne, die ist noch schlechter, ne, als die Hydra. Okay, wir bleiben einfach mal dabei, was wir haben. So, jetzt sind wir mal ein bisschen ausgerüstet. Wir können jetzt auch mal mit Avina über die Keeper sprechen. Welcome to Presidium Tourism Terminal 2. You are standing near the base of the Citadel Tower, one of the Presidium's most recognizable and important structures. Behind me is the spectacular Relay Monument, a scale model representation of a Prothean mass relay. To your left is one of the Keepers, the enigmatic caretakers of the Citadel, working on a control panel. You may see Keepers involved in various tasks throughout all levels of the Citadel. We ask that you do not interfere with them in any way. The Keepers are essential to the smooth operation of the Citadel. Obstructing their daily work will result in harsh penalties, including incarceration and rehabilitation. Das ist so schön. Ja, was kannst du uns noch über die Keeper sagen? I'd like to know more about the Keepers. Little is known about these peaceful servants of the Citadel, though they are essential to the operation and maintenance of the entire station. Citadel regulations protect the Keepers against interference during the performance of their tasks. Failure to comply will result in harsh penalties. Keepers can be seen in all sections of the Citadel, but are typically found in and around the tower. Any particular reason there are so many Keepers in this area? The Keepers do not communicate with other species. It is assumed, however, that the tower houses the Citadel's primary control systems. Many of the station's systems, such as navigation and life support, function automatically. It is believed the Keepers operate those systems from inside the tower's inaccessible core. The Keepers also make frequent appearances in the council chamber itself, though they appear to be just passing through on their way to some other destination. Ich finde es immer so spannend, dass es niemand in Frage stellt. Okay, das Portalmonument. Tell me about the Relay Monument. Discovered by the Asari who first arrived at the Citadel, the Relay Monument is one of the station's most interesting and controversial features. What is the meaning behind this striking piece of art? Is it a tribute to Prothean vanity? A reminder of their conquest of the galaxy through mass relay technology? Or perhaps it is a symbol of unity, a Prothean acknowledgement that the relays would eventually lead other species here to the Citadel. No one can say for sure, making the Relay Monument a favorite topic of discussion among academics and scholars. Tell me about the Citadel Tower. Housing both the council chambers and Citadel control, the tower is one of the most important buildings on the station. Access to these areas is restricted to those with the appropriate clearance. What happens in Citadel Control? Citadel Control handles all incoming and outbound transit. Every ship within 2,000 kilometers of the Citadel is under the jurisdiction of Citadel Control. At peak capacity, they are responsible for monitoring upwards of 1,000 vessels. I'd like to hear more about the council chambers. The business of the Council, which often has far-reaching effects on the galactic community, is conducted in a room at the apex of the Citadel Tower. The Council chambers themselves are truly a magnificent sight to behold, though few get to experience the view in person. Typically, only the councilors, ambassadors, and high-ranking officials, along with various support staff, are allowed access. What if someone has business with the council? The average citizen must go through the proper channels if they wish an audience with the Council. This is usually arranged through their respective ambassadors. Even then, few are given access to the actual council chambers.
In most cases, the ambassador acts on behalf of the citizen. Ja, das ist so super. Wir können dieses Ich war drin. I've been inside the council chambers. Only a handful of visitors to the Citadel are ever granted that privilege. I would be jealous, but that is outside the scope of my programming. Ich finde das so super, weil sie damit eigentlich ausdrückt, dass sie eigentlich gerade neidisch ist. Okay, ja, das wär's dann. That's all for now. Thank you for using Avena. Have a pleasant day. Ja, a pleasant day. Gut, dann würde ich sagen, da hinten sehe ich einen Keeper. Aber die Keeper sind immer hier, die laufen uns nicht weg. Also die laufen wirklich nicht weg, die sind immer an der gleichen Stelle. Wir können ja hier mal einen näheren Blick auf das Monument werfen. Ashley, was hast du zu sagen, dass du so Art doesn't normally do much for me, but that relay statue, I like. Okay, und Caden? Anyone else hear that low hum? Sounds like it's coming from that statue. Makes my teeth tingle. Okay. Ja. Es gibt einen Fotomodus, ne? Wie macht man den? Ich muss das mal angucken. Ich habe jetzt gedacht, das wäre ja vielleicht mal die Gelegenheit. Können wir rauszoomen? Nicht wirklich, oder? Tiefenschärfe. Oh mein Gott. Ach du meine Güte. Jetzt mal ehrlich. Das Ei verbergen? Ja, aber wir können nicht rauszoomen. Warum können wir nicht rauszoomen? Ich hätte jetzt erwartet, dass wir mit dem... Ach so. Ja, aber wir können nicht mit dem... Wir müssen das hier rüber machen. Wir können nicht einfach mit dem... Gruppe ausblenden? NPCs ausblenden? Okay, man kann alles ausblenden, aber... nein. Okay, dann kein Fotomodus. Das muss ich irgendwann mal ausprobieren. Fotomodus ist immer so ein bisschen... Ja, es gibt Spiele, in denen der super ist. Nein. Ich vergesse immer, dass ich nicht rauszoomen kann mit dem Ausrad. Ja, wir wollten zu Balavon. Gerade gucken. Zu den Bezirken. Und das andere ist zu Seasec. Nee. Der Fahrstuhl hinunter in die Bezirke finden Sie jeweils der Plaza auf der anderen Seite. Das finden Sie Korras Nest, das Flux, die Märkte und die Krankenstation. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken, wo ist denn Balavon zu treffen? Im Finanzbezirk des Präsidiums. War das jetzt hier? Ach, da ist er ja schon. Super. Okay, dann sprechen wir ihn mal an. What's this? One of the Earth Clan. Ah, a very famous one, yes? You are the one called Shepherd. It is a great honor to welcome the heroes of the Blitz. Okay, sind wir uns schon begegnet? You've got me at a disadvantage here. Forgive me, Earth Clan. My name is Barlavon. My job makes it necessary for me to keep informed. I am a financial advisor to many important clients here on the Citadel. When someone as important as yourself arrives on the station, I take notice. Okay, ich brauche Informationen. I've heard you work for the Shadow Broker. Do you have any information about Saren? You're very blunt, Shepard. But you're right. I am an agent for the Shadow Broker. And I do know something about Saren. Okay. Können wir da ein Geschäft machen? I hear your information can be expensive. Normally, this information would cost a small fortune. But these are exceptional circumstances. So I am going to give it to you for free. What's the catch? There is no catch. The Shadow Broker is quite upset with Saren right now. They used to do a lot of business until Saren turned on him. Oh my God! Okay, er war nicht der Einzige. Saren's turned on a lot of people lately. I don't know the details, but the Shadow Broker hired a freelancer to deal with it. A Krogan mercenary. Okay, wo ist der? How do I find him?
I heard he was paying Citadel security a visit. If you hurry, you can probably catch him before he leaves the CSEC Academy. Was macht er denn da? Isn't it strange that a Krogan would want to speak with CSEC? Very. However, I doubt the visit was entirely his choice. You'll need to speak with him if you want to know more. Jo, ich möchte aber erst noch mal ein paar Dinge erfahren, zum Beispiel über den Shadow Broker. Tell me more about the Shadow Broker. Most people think I deal in finances, but my real currency is knowledge. I trade information, and it has made me very wealthy. But the Shadow Broker is the true master. Every day he buys and sells secrets that could topple governments, always giving them to the highest bidder. Yet somehow he never seems to upset the natural balance of power. All those secrets being passed around seem to even out. Nobody ends up with an advantage in the end. Any guess what his identity might be? I don't know. Nobody does. The Shadow Broker could be any race, any gender. I have a theory that it's actually an entire group working under one identity. How else could they juggle so many contacts at the same time? How else could they keep all that information from getting crossed? But they've got the perfect setup. Every government is forced to play their game so they don't get behind. But no matter how long you play, no matter how many secrets you buy, you can never win. I thought you'd know more about the man you work for. From time to time, I come across information I sell to the Shadow Broker. That's my only involvement. I like it that way. The more you know, the more dangerous the game becomes. I don't like danger, Commander. I'll leave that to you. Ja, ist ja ein Volus, ne? Okay. What's it like living here on the Citadel? The station is without a doubt the greatest wonder in the galaxy. It is a technological marvel, but its true splendor goes much deeper than the hull and engines. From the Presidium to the wards, the entire station is a testament to the success of the Council. All the species of Citadel spaced together in a single, strong community. What makes the Presidium so special? It is the political center of Citadel space. 80% of all intelligent species in the known galaxy acknowledge the Council's authority on interstellar matters. But only the most powerful and influential species have embassies here on the Presidium. This level of the station is reserved for the elite, Shepard. People like us. Balavon ist, glaube ich, kein typischer Volus. Der ist nicht schlecht gelaunt. What are the wards like? The cultural heart of the galaxy. They pulse with the lifeblood of millions of citizens from dozens of different species. You never know what you'll find out in the wards, Commander. It's always full of surprises. Fortunately, most of them are pleasant. Okay, was kann man ihn dann noch persönlich fragen? Tell me more about your job. Okay. Galactic finance is incredibly complex. A mix of laws and regulations from dozens of interstellar economies. I'm an expert in how all these economies interact. For a fee, I share my expertise. I also offer premium services for those clients who need someone to conduct business without drawing unwanted attention. Discreet and efficient. That's my motto. Ja, ob das noch legal ist. Sounds pretty shady. Everything I do falls completely within the bounds of interstellar commerce law. Even so, many of my clients would prefer their transactions remain undisclosed. For example, suppose a Hanar ambassador was petitioning the Council to reduce tariffs on Hanar goods. How would it look if he had money invested in a Hanar exporting company? Even if his true motives were to help his people, he would be accused of advancing the petition for his own personal gain. I can keep his personal finances private. Still sounds shady to me. Then we can only hope you will never be cursed with a large enough fortune to require my services. Ja, wobei... I should go. Goodbye, Commander. Geld ist tatsächlich etwas, über das wir uns in diesem Spiel nachher keine Sorgen machen müssen. Also es ist einfach so.
überlege gerade, wir müssen ja zu CSEC. Ja, wir könnten jetzt hier schon reingehen und mit den Ladenbesitzern sprechen. Aber ich glaube, das machen wir jetzt erstmal noch nicht. Welcome to Presidium Tourism Terminal 3. Here in the financial district, a number of businesses offer various goods and services to their exclusive clientele. The statue you see before you was commissioned to honor the Krogan soldiers who gave their lives to protect Citadel space during the Rachni Wars. In the aftermath of the Krogan rebellions, several embassies petitioned to have the statue removed. However, this motion was eventually quashed by the Council. Okay, dann werden wir sie doch einfach mal dazu noch interviewen, weil wenn wir gerade schon mal da sind, ja, kroganische Rebellion, Gedenkstatue, Rachni-Kriege, fangen wir mit der Gedenkstatue an sich an. Why did the council fight so hard to keep the statue? The Krogan were instrumental in saving the galaxy from the Rachni threat. The Council believed this historical fact should not be forgotten. The Council also hoped that preserving the memorial would improve diplomatic relations with the Krogan and bring about a peaceful resolution to the rebellions. Unfortunately, the Krogan refused to negotiate and only surrendered after their population and homeworlds had been ravaged by the Turians. Also selbst schuld werden wir jetzt hier nicht sagen, sondern fragen mal die kroganische Rebellion ab. Tell me more about the Krogan rebellions. In recognition of their efforts during the Rachni Wars, the Krogan were granted several new colony worlds by the Council. Over the next 400 years, the Krogan species began to expand. Blessed with an extremely high birth rate, their numbers began to swell. Faced with a critical overpopulation crisis, the Krogan started a violent colonization of nearby worlds inhabited by other Council species. The Krogan rebellions had begun. For a full century, the Council and its member species fought to bring the Krogan under control. With the aid of the newly discovered Turian Empire, they were ultimately successful. You needed the Krogan to stop the Rachni. Then you needed the Turians to stop the Krogan. So who's gonna stop the Turians? I am sorry, but that question is beyond my programming parameters. The Turians are members of the Citadel Council. They are not a threat to galactic peace. Ja. Okay, was ist mit den Rachni-Kriegen? What were the Rachni Wars? Nearly 2,200 years ago, explorers seeking to expand Citadel space opened up mass relays leading to systems controlled by the Rachni. A highly intelligent and aggressive insect race, the Rachni unleashed a war of conquest against the rest of the galaxy that lasted for nearly 3 centuries. The emergence of the Krogan finally turned the tide in favor of the Citadel species. Krogan forces provided the numbers necessary to halt the Rachni advance and drive them back. The Krogan then pursued their retreating fleets. Able to survive the harsh environments of the Rachni homeworlds, the Krogan hunted their enemy to extinction. Was it really necessary to wipe them out? I am sorry, but a value judgment of that nature goes beyond my programming. Okay. That's all for now. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. Ja, damit haben wir das dann auch schon. Ja, das ist die Kroganer-Statue. Da wir ja noch mit einem Kroganer sprechen müssen, ist es natürlich nicht falsch, etwas über die Kroganer zu wissen. Wobei wir dann noch mehr darüber erfahren, je mehr wir mit den Kroganern zu tun haben. So, jetzt gucke ich mal gerade. Ich glaube, der Zitadellturm war das, wo die CSEC auch unten drin war, ne? Das war doch... Obwohl, nee, das war CSEC, das war nicht die CSEC Academy. Ah, nein, schon wieder vertan. Ich glaube, das war jetzt falsch. Ja, jetzt sind wir hier angekommen. Da wollte ich jetzt überhaupt nicht hin. Großartig. Ja. Oh mein Gott. Ich bin festgebackt. Ich bin festgebackt. Ah. But I wouldn't believe everything you hear. That's just it. I'm hearing you. Aber ich glaube, unten von dem Turm konnten wir dann zur
Seasec Academy. Ist jetzt ein bisschen blöd, aber ja. Fahren wir doch mal Fahrstuhl. Ja. Vielleicht gibt's ja wieder was Interessantes im Fahrstuhl. In light of the recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their support for future projects. Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case. Nevertheless, colonist enrollment has dropped sharply. Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protected. Ja, das kann ich mir sogar vorstellen, dass das... Ja, das ist immer irgendwie falsch. Da hinten ist ein Keeper. Ja, das hatten wir ja eben. Habe ich ja eben schon festgestellt, dass da hinten ein Keeper ist. Das werden wir jetzt gerade erstmal nochmal ignorieren. Ja, ich weiß. Da müssen wir lang. Bin eben glatt falsch gelaufen. Ach so, hier ist auch die Allianz-Andockbucht. Alles klar. So. Dann fahren wir doch nochmal Fahrstuhl. A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. Also ich finde das immer interessant, was man so alles im Fahrstuhl hier erfährt. Vor allen Dingen bekommt man auch manchmal Quests und alles. Also von daher ist das schon ganz gut. So. Da. Ich sag doch. Witnesses saw you making threats in Fist's bar. Stay away from him. I don't take orders from you. This is your only warning, Wrex. You should warn Fist. I will kill him. You want me to arrest you? I want you to try. Go on. Get out of here. Yes, human. Wrex? Ich werde ihn einfach mal. I'm trying to bring down Saren. Barlavon said to talk to you. Barlavon is a wise man. We may share a common goal, human. Das finde ich alles drei ein bisschen komisch, aber warum? Wozu? Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Warum? Enlighten me. I've been hired to kill the owner of Korra's den, a man named Fist. He did something very foolish. Lass uns mich raten, den Shadow Broker verärgert. He betrayed the Shadow Broker. A Quarian showed up here on the Citadel. She was on the run. She wanted to trade information for a safe place to hide, so she went to Fist. He promised to arrange a meeting between her and the Shadow Broker. Instead, he contacted Saren. What does Saren have to do with this? Well, the Quarian has something that connects Saren to the Geth. He paid Fist a small fortune for her. If we get our hands on that evidence, we can prove that Saren's a traitor. And the Council will have to listen to us. Okay, ich muss sie finden. Where's the Quarian now? Last I heard, Fist still had her. Probably somewhere inside his club. You help me kill Fist, she's all yours. Okay, was mit dem Shadow Broker? I want to know more about your employer. Can't tell you much. All I got was a coded message with the details of the job. Standard procedure. What about Garrus, that Turian? He wants to take Saren down too. Ja, könnte uns nützen, definitiv. He might come in handy. He was here just before you showed up. Said he was going to follow up a lead on his investigation. Wanted to speak to the doctor at the med clinic. Move out. Okay, ja, und endlich können wir unser Team anders zusammenstellen.
Wrex und Caden. Ja, nee, sorry, Ashley. Ja, ihr seht ja schon, ne, hier für die, die das Spiel noch nicht kennen sollten, unser Team wird größer. Wir können aber immer nur 2 mitnehmen. Gut, man sollte natürlich gucken, dass man mehr Kampfstärke hat, als wir, im Augenblick sind wir ganz gut in Biotik und nicht so super in Tech und einigermaßen, naja, okayisch auf dem Weg beim Kampf, aber Wrex müssen wir ja auch noch leveln. Dann wird das auch besser. Ashley ist zwar diejenige, die hier Kampfstärke dazu gibt, aber dann geht die Biotik flöten und das finde ich blöd. Deswegen Caden. Also ich mag auch Caden einfach lieber als Ashley. Das ist, es gibt ganz viele, die ihn langweilig finden, aber ich finde, er ist nicht wirklich langweilig. Also, ne, es passt halt zu seinem Charakter, dass er ein bisschen weniger im Vordergrund steht. Und Ashley, die mischt sich ja überall ein, in jeden Dialog. Das geht mir immer so auf den Keks. Wir nehmen das mal an. Und jetzt gucken wir mal hier gerade schnell unser Squad, weil der gute Wrex natürlich jetzt noch ein paar Punkte bekommt und dann auch einfach besser ist. So, wir geben ihm nämlich jetzt die ganzen Sachen, die vorher Ashley gemacht hat. Also ich benutze ihn eigentlich immer mehr als Kämpfer und nicht so sehr als Biotiker. Auch wenn er da ganz gut drin ist tatsächlich. Also ganz gut sein kann. Aber ich benutze ihn immer als die Kampfmaschine. So, dann gucken wir jetzt gerade noch in die Ausrüstung für Wrex. Geben wir ihm mal die Banshee, die ist besser. Hat er... Nein, wir haben hier nichts mehr. Rückstoßdämpfer, nee, vergiss es. Schrot können wir ihm die Hurricane 2 geben. Finde ich gut. Wir geben ihm die Striker 1, weil die Kessler 1 schlechter ist. Wir geben ihm mal die Reaper. Auch wenn er das nicht so wahnsinnig braucht. Und ihm könnten wir... Ach nee, es ist schwer Mensch. Wir brauchen schwer Kroganer. Aber wir können ihm das Rüstungsgelenk das Servogelenk einbauen. Ich probiere einfach mal, ob er das... Also bei ihm könnte ich mir das vorstellen, dass er halt den Nahkampfkram auch benutzt. So. Wir haben jetzt immer noch 2 Optionen. Wir können mit Garrus... Beziehungsweise nein, unsere nächste Option ist erstmal jetzt mit Garrus sprechen. Oder Garrus finden und dazu in die Krankenstation gehen, in den Bezirken. Das mache ich dann aber in der nächsten Folge. Ich wollte rauszoomen. In der nächsten Folge. Und ja, gucken wir mal. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss, ciao und bis dann.